Transparentes Gesso, und zwar von 3 Herstellern, von grobkörnig bis feinkörnig, stelle ich in diesem kurzen Video vor. Es handelt sich dabei nicht um ein vom jeweiligen Hersteller gesponsertes Produkt. Jede der 3 Grundierungen eignet sich hervorragend als Pastellgrund. Es wird jeweils eine dünne Schicht aufgetragen. Das transparent auftrocknende Clear Gesso von Liquitex kennst du vielleicht schon. Winsor & Newton hat ebenfalls ein transparentes Gesso, das etwas dickflüssiger ist als das von Liquitex und auch etwas grobkörniger. Die Schminke-Grundierung Transparent Nummer 50516 ist die flüssigste der 3 Grundierungen und auch die feinkörnigste. Diese Grundierung hat nach dem Trocknen einen leichten Glanz. Ich hoffe, man kann die Körnung bei den Beispielen gut erkennen. Um sie möglichst gut sichtbar zu machen, habe ich schwarze Acrylpapierstreifen mit Buntstiften, und zwar mit gelbem, weißem und rotem Buntstift bemalt. Auf allen 3 Grundierungen lässt sich der Farbauftrag sowohl mit dem Finger als auch mit dem Wattestäbchen gut verblenden. Und die gezackten Linien zeigen, wie sauber sich mit etwas mehr Druck satte, klare Linien zeichnen lassen. Selbst wenn man sehr hart aufdrückt, löst sich das Gesso nicht vom Untergrund, die Körnung bleibt erhalten. Die Pastellmaler unter euch wissen, dass je grober die Körnung, desto mehr Pigment bzw. Pastellschichten lassen sich aufbringen. Die Schminke-Grundierung hat zwar beim Verblenden das ebenmäßigste Ergebnis, weil diese Grundierung aber sehr feinkörnig ist, wird sie weniger Farbschichten aufnehmen können als die beiden anderen Grundierungen. Merket ihr also, je grobkörniger, desto mehr Farbabrieb, desto mehr Schichten lassen sich auftragen. Wofür kann man transparentes Gesso verwenden? Mit transparentem Gesso kannst du gleichermaßen Papier und Leinwände grundieren. Auf so grundiertem Untergrund kannst du mit Pastellen, mit Buntstiften, aber auch mit flüssigen Farben wie Aquarellfarben, Gouache, Aquacryl, Acryl und so weiter weiterarbeiten. Hier oben rechts und am Ende dieses Videos verlinke ich dir 2 Beispiele zum Thema Jelly Prints überarbeiten mit Pastellen. Dabei geht es um Monotypien, also Acryl auf Papier, die mit Clear Gesso grundiert und dann weiter bearbeitet wurden. Zudem habe ich mit Clear Gesso auf Buntstiftzeichnungen experimentiert. Wer mit Buntstiften malt, kennt es, dass auf dunklen Farbschichten Weiß meist stumpf ist, also eher gräulich, aber nicht wirkliches Weiß. Transparentes Gesso verleiht hier dem vom Buntstift gesättigten Papier neuen Grip und es lassen sich klare weiße Linien zeichnen. Und immer dann, wenn du normalerweise keine weiteren Schichten mehr auftragen könntest, kann dir transparentes Gesso weiterhelfen. Da Buntstifte aber öl- oder wachshaltig sind, solltest du bedenken, dass auf diesem Untergrund die transparente Grundierung nicht so stark haften wird wie direkt auf Papier oder Acrylfarbe. Wann welches Gesso verwenden? Welches Gesso ich wann verwende, hängt davon ab, mit welchem Material ich weiterarbeiten möchte, welche Effekte ich erzielen möchte und wie viele Schichten Pigment möglich sein sollen, bevor nichts mehr geht, weil das Papier gesättigt ist. Wegen der feinen Körnung bevorzuge ich bei Überarbeitungen mit Buntstiften die Schminke-Grundierung. Je nach Motiv schätze ich die feine Struktur und auch beim Malen mit Aquarell- oder Aquacrylfarben auf dieser Grundierung. Die beiden grobkörnigeren Clear Gessos von Liquitex und Winsor & Newton bevorzuge ich für die Pastellmalerei, weil hier mehr Pigmentschichten möglich sind als bei der Schminke-Grundierung. Besonders schöne Effekte bei der Pastellmalerei kannst du auch dadurch bekommen,
dass du das Gesso nicht ordentlich aufträgst, sondern deinem Hintergrund mit unordentlichen Pinselstrichen Struktur gibst. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ein Däumchen hoch von dir wäre super und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Um keine neuen Videos von mir zu verpassen, einfach die Glocke neben dem Abo-Button anklicken, dann wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Bis demnächst!